Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, November 1942. Der Fuß ist nach den vielen Tagen Ruhe wieder belastbar, aber die Hand will noch nicht so richtig mitspielen. Nach wie vor habe ich leichten Dienst und warte darauf, dass der Arzt mich wieder fahren lässt. Unser Panzer III ist wieder aus der Instandsetzung zurück und eigentlich wieder einsatzbereit. Aber die Knappheit an Betriebsstoff lässt nur kleine Unternehmungen zu und so wird wirklich nur dann gefahren, wenn es notwendig ist. Aber es ist zum Verrücktwerden, wenn man körperlich nicht voll einsatzfähig ist. Der Oberarzt sieht sich nochmal die Hand an und will mich vorsichtshalber zu einem Stabsarzt Richtung Pjatigorsk schicken. Für den nächsten Tag hole ich mir die Erlaubnis vom Zugführer und besorge mir ein Transportmittel. Früher am nächsten Morgen geht es los. Ich konnte mit einem Versorgungs-LKW in den Ort Pjatigorsk fahren. Nach ein paar Stunden sind wir endlich da und ich melde mich beim Krankenrevier. Ich frage mich bis zu dem empfohlenen Stabsarzt durch. Wenig später sitze ich bei dem Herrn Doktor und berichte von meinem Unfall. Er untersucht die Hand und macht einige Tests. Nach knapp 20 Minuten meint er, dass der kleine Finger möglicherweise in seiner Funktion eingeschränkt sein könnte, aber der Rest sollte noch funktionieren. Noch ein paar Tage und die Schwellung ist vollends weg. Also noch 3 Tage, die ich nicht als Kommandant einsteigen darf. Ich schaue mich noch ein wenig um und treffe ein paar Kameraden von den Panzerjägern. Wir unterhalten uns über Panzer und die Abschüsse, die wir schon erzielt haben. Ob ich nun schon die Ami-Panzer hier gesehen hätte, fragen sie mich. Ich habe noch keinen abgeschossen, mir reichen doch immer die Russenpanzer, die uns das Leben schwer machen. Gegen Abend greife ich mir noch einen Platz in einem Kübel und werde mit zurück nach Mostok genommen. Am nächsten Morgen werden wir durch schwere Erschütterung geweckt. Ich greife mein Zeug und springe so gut ich kann in meine Uniform. Ich habe Mühe, meine Hose und meine Jacke anzuziehen. Das knallt ordentlich und das ist keine Artillerie. Russenbomber werfen auf die Stadt. Wo bleibt die Luftwaffe, wenn man sie braucht? Unser Bereich in Mostok bekommt nicht so viel ab, aber einige andere Einheiten und die restliche Bevölkerung hat nicht so viel Glück. Scheinbar haben die Russen da auch keine Skrupel, ihre eigenen Leute zu treffen, wenn sie auf die Wohnhäuser schmeißen. Sicher denken die, wir sind dort überall einquartiert. Es wird angetreten und der Herr Hauptmann stellt eine Kampfgruppe zusammen. Er will die erfahrenen Leute dabei haben, da es gegen die vorgeschobenen Stellungen der Russen geht. Die Winterstellungen sollen verbessert werden. Das heißt also, wir bleiben hier und warten das Frühjahr ab. Ich gehe mit zu der anstehenden Lagebesprechung und der Hauptmann fragt mich, ob ich schon wieder einsatzfähig wäre. Ich versuche nicht zu humpeln und halte die kaputte Hand hinter dem Rücken. Er gibt mir einen Bolz mit einer Mutter daran und meint, ich soll das mal fix auseinanderdrehen. Ich schaue ihn an und er weiß, dass ich es noch nicht kann. Er klopft mir auf die Schulter und meint, dass ich erst wieder meine Hände in Ordnung haben soll, bevor er mich wieder mitnimmt. Also gut, muss ich doch noch warten. Ich höre mir die Angriffspläne an und denke mir, dass ich alles bei dem Obergefreiten Schmidt verfolgen kann, was die Kampfgruppe macht. Am nächsten Morgen macht sich die Gruppe abfahrbereit. Grenadiere, Flak, Aufklärer und Panzer sollen zusammen vorgehen. Der Hauptmann fährt Spitze und ich denke, dass er beim Russen ordentlich Rabatz machen wird. Ich habe Post von zu Hause bekommen. Ein Paket von meiner Mutter mit Keksen und gestrickten Wollhandschuhen. Zu Hause ist alles in Ordnung und alle sind gesund. Auch Gudrun hat geschrieben. Und sie würde mich gerne zu Weihnachten bei sich zu Hause haben. Natürlich wird das nichts. Es sei denn, wir sind in der Winterstellung und wir können ein paar Mann nach Hause schicken. Im Winter 41/42 hat der Iwan uns dann schon ganz schön das Leben schwer gemacht. Ich hoffe, das wird diesen Winter anders. Wenigstens haben wir bessere Ausrüstung als noch im letzten Jahr und können so den Winter besser überstehen. Am Abend gibt es noch nicht viele Neuigkeiten von der Kampfgruppe. Sie stoßen vor und treffen auf wenig Widerstand. Ich sitze beim Spieß und helfe beim Aktenführen und mache alles, was so anfällt. Auf meinem Tisch liegt immer der Bolzen, an dem ich stündlich übe.
Es geht immer besser und ich denke, in 3 Tagen wird es wieder gehen. Hermann kommt vorbei und sagt mir noch, dass unser Panzer mit einem Ersatzkommandanten besetzt wurde und in einer Stunde mit 2 anderen Panzern auf einen Kavallerievorstoß angesetzt wird. Er erklärt noch, dass der Feldwebel Kraus den Kommandantenplatz übernommen hat. Ein guter Mann, der ist vorsichtig. Ich wünsche Hermann noch viel Glück und er rauscht ab. Am Abend sitze ich wieder im Quartier und lese mir nochmal alle Briefe aus der Heimat durch. Auch an meiner kleinen Lagekarte arbeite ich die neuesten Entwicklungen ein. Wenn man da genau hinschaut, scheint es im Süden, im Südosten, im Osten und im Nordosten langsam zurückzugehen. Aber es sind natürlich taktische Frontbegradigungen, um bessere Stellungen für den Winter zu besetzen. Die Nacht ist kurz, denn wir werden ganz früh geweckt. Ein Trupp soll schnellstens zusammengestellt werden, denn der kleine Verband mit meiner Besatzung ist abgeschnitten worden. Das sieht übel aus, aber es muss schnell was passieren. 3 Schützenpanzerwagen und 2 Panzerspähwagen sowie eine 2 cm Flak auf Halbkette werden in Eile ausgerüstet. Ich nehme mein Zeug, ziehe die dicken neuen Strickhandschuhe über meinen Handverband und melde mich bei dem Spähwagenkommandanten. Ich kann mit als Richtschütze auf dem 222er. Das kenne ich ja schon. Nach 2 Stunden fahren wir ab und bekommen die Nachricht, dass die Panzer sich einigeln mussten und nun eingekreist sind. Pack und Infanterie rundherum und dann noch die russische Kavallerie, die immer wieder angreift. Nach 3 Stunden haben wir schon Feindkontakt und die Russen heizen uns schon so richtig ein. Wir schlagen gnadenlos zu. Die Spähfahrzeuge umfahren die Gegner und die Schützenpanzerwagen, MGs und die 2 cm halten voll drauf. Nach 2 Minuten haben wir die Russen weggefegt und stoßen weiter vor. An den Rauchwolken können wir erkennen, wo unsere Leute sind. Wieder fahren wir mit den Kleinwagen vor und in voller Fahrt lasse ich die 2 cm Kanone sprechen. Ich habe freie Hand, hat mir der Kommandant gesagt. Auf erkannte Ziele wird gefeuert. Wir sprengen den Ring auf und die Grenadiere und die Flak stößt mit durch. Es dauert nicht lange und wir haben ein kleines Gehöft entdeckt, wo unsere Panzer stehen. Es sieht nicht gut aus. Alle 3 zusammengeschossen, Ketten ab und ich denke nicht, dass wir die da wieder rausbekommen. Wir halten den Korridor offen und müssen erstmal die Verwundeten bergen. Ich sehe Hermann mit einem dicken Verband am Panzer lehnen. Ich ahne Böses. Hermann hat einen Steckschuss in der Schulter. Ladeschütze und Funker sind gefallen. Feldwebel Kraus hat einen Schussbruch im Oberschenkel und unser Richtschütze ist ohne Kratzer. Wir laden alle ein und schlagen uns mit den vorfühlenden Russen herum. Wir bekommen Befehl, die Panzer zu sprengen, denn bergen können wir die nicht. Und selbst wenn, wäre das Risiko viel zu groß und der Kraftstoff würde auch nicht reichen. Also werden die Sprengladungen klargemacht und wir ziehen uns kämpfend zurück. Die Artillerie unterstützt wieder mit gut liegendem Sperrfeuer und deckt unseren Rückzug. Noch ein Russenflieger kommt dazu und will sicherlich die Lage klären. Aber er wagt zu viel und fliegt voll in die Garbe unserer 2 cm Flak hinein. Eine Tragfläche wird abrasiert und der Flieger stürzt brennend zu Boden. Die Sprengladungen werden gezündet und ein Panzer 4 und 2 Panzer 3 detonieren in einem lauten Feuerball. Ich bin wirklich traurig, dass wieder 2 meiner Kameraden am Feind geblieben sind und mein Panzer auch weg ist. Wir bilden die Nachhut und bleiben mit der 2 cm Flak zurück. Es dauert nicht lange und die Russen stoßen nach. Knapp 50 Russen auf Pferden galoppieren wie die Wahnsinnigen in unsere Richtung. Dahinter noch 2 Spähwagen. Wir lassen sie auf 100 Meter rankommen und dann kommt der Feuerschlag. Sie haben keine Deckung und scheinbar haben die uns auch nicht gesehen, da wir hinter einer kleinen Buschreihe warten. Der Feuerschlag ist vernichtend. Ich ziele gar nicht mehr, sondern schwenke einfach nur noch den Turm. Die Flak bekämpft die rechte Angriffswelle und ich die linke. Menschen und Pferde werden durch die Sprenggeschosse zerrissen und zerfetzt. Noch eine Schwenkung und noch eine. Die Flak lädt nach und der ganze Angriff ist zusammengebrochen. Die Spähwagen treiben ihre Fahrzeuge durch einen Wall aus Pferdeleibern und Menschen. Ich schieße weiter und treffe den BA-10 direkt in der Fahrerluke. Die Granaten detonieren im Fahrzeug und lassen den Wagen brennend in einem Meer aus blutigen, zerfetzten Leibern stehen. Jetzt haben es die Angreifer verstanden und der letzte Wagen versucht verzweifelt abzudrehen und zeigt der Flak die Seite. Der Richtschütze dort tritt sein Fußpedal durch und weitere 10 Schuss zerreißen den zweiten Spähwagen.
Der Angriff ist abgeschlagen und wir versuchen schnell Anschluss an unsere Kameraden zu bekommen. Nach 2 Stunden sind wir wieder in Mostock. Die Verwundeten werden versorgt und ich verspreche Hermann, dass ich ihn wieder zurückhole, sobald er gesund ist. Mit meiner gesunden Hand helfe ich noch, die Trage mit Feldwebelkraus zu tragen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht schaut er mich an und sagt mir, dass es ihm leid tut. Ich schüttel den Kopf und erkläre ihm, dass es manchmal einfach passiert. Es war nicht seine Schuld. Der Kommandant vom Spähwagen kommt noch rüber und bedankt sich bei mir. Eigentlich freue ich mich immer über das Lob, doch die Trauer wiegt schwerer. Nun habe ich keinen Panzer mehr. Hermann im Lazarett, die anderen beiden auch tot, nur der Richtschütze ist noch da. Ich spreche später mit ihm, was da wirklich passiert ist. Er erklärt mir, dass sie in eine Falle gelockt worden sind. Schweigepacke öffnete das Feuer und ehe man sich versah, mussten sie sich in einem kleinen Gehöft zur Rundumverteidigung einrichten. Und dann griffen sie wieder und wieder an. Ich bedanke mich für den Bericht und gehe in meine Unterkunft. Was soll jetzt noch passieren? Schlimmer geht es ja bald nicht mehr. Am nächsten Morgen gehe ich zum Spieß, um meinen letzten Tag dort zu verbringen, bevor der Arzt mich wieder einsatzfähig schreibt. Als ich in die Schreibstube komme, sitzt Schmidt und der Spieß mit hängenden Köpfen am Tisch. Also hatten sie auch schon mitbekommen, was gestern passiert war. Ich setze mich dazu und wollte gerade erzählen, wie es bei mir gestern war und was aus meinem Panzer geworden ist. Der Spieß schaut traurig auf und deutet mir an, dass ich nicht weiterreden soll. Hauptmann Rohrbeck ist heute Nacht tödlich verwundet worden. Mein Hauptmann auch gefallen. Das war ein Schlag. Nicht nur für uns, sondern für das ganze Regiment.